Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir gucken uns die Veränderungen für genau jetzt an. Ich gucke mal mit dem Seher-Lenormand, ob wir eine Zahl kriegen für das aktuelle Kollektive. Ja, wir haben eine, also sozusagen haben wir zwei. Mit der 10 haben wir tatsächlich die 10. Und mit der 6 haben wir auch tatsächlich die 6. Die sind im hebräischen Alphabet ab der 10 ein bisschen anders. Und wir haben zusammen die 16 und dann gibt es die 7. Und da geht es tatsächlich um Visionen, gelernte Lektionen, Magie, Glück, Spiritualität. Und mit der 7 starten wir jetzt mal magisch in die Legung für genau jetzt. Ich habe das Lenormand von Gabi Mokos. Und alle Infos zu mir findet ihr unten in der Infobox. Sowie auch den Kartenlegekurs. Also wir haben hier mal die Nachrichten, die Kommunikation an oberster Stelle. Nachrichten, die dir von außen irgendwie Erfolge, Sicherheit mitbringen, dir auch ermöglichen, dir eine neue Tür zu öffnen. Jedenfalls etwas, was auf dich zukommt, was du nicht kontrollierst, sondern wo du einfach vielleicht auch was aufschnappst. Und das ist verbunden damit, dass du hier einen Dreh in die Dinge kriegst, die lange stagniert haben. Also das ist so dieser Moment, nenne es einen Schlüsselmoment, wo die Dinge wieder vorwärts gehen, wo dein Leben dir wieder deine Wünsche, deine Träume aufzeigt, wo du Visionen hast, wo du loslegst und wo man hier auch so, ich nenne es jetzt mal mehr harmonischer mit sich und dem Umfeld wieder wird. Möglicherweise geht es hier auch um Veränderungen innerhalb der Familien. Hier kann es sein, ja, dass man hier auch so Hindernisse hat, die man eigentlich schon mit auf die Welt bringt. Und hier kommt dieser Schlüsselmoment, ne, der dir sagt, okay, hier habe ich was gehört, hier geht es weiter, hier habe ich was kapiert. Das ist so auch wie, ich habe tatsächlich die Lektion gelernt. Und es geht hier um lange Prozesse, ne? Also nichts um was so kurz ist, sondern hier geht es um langwierige, eingesessene Dinge. Dann habe ich Veränderungen im Arbeitsplatz. Guck mal hier mit der Sonne. Also hier wird es dir ermöglicht, eine Veränderung auf der Arbeit herzuführen. Oder vielleicht ist es auch von außen etwas, weil wir das ja oben haben, das dir an die Ohren kommt, das dir hilft, das dir einen Blickwinkelwechsel im beruflichen Bereich ermöglicht. Außerdem zahlen sich hier Dinge aus, an denen du gearbeitet hast. Also hier kommt auch sozusagen eine Belohnung für irgendwelche Dinge, die du dir erarbeitet hast, sowohl auf dem Arbeitsplatz als auch im Leben. Bei der Arbeitskarte sehen wir für hier im Jetzt tatsächlich inspirierende Menschen. Auch das haben wir schon ein bisschen länger, woher auch immer die kommen. Möglicherweise kreiert ihr zusammen mit jemand eine Veränderung, die beiden sehr gut tut. Und was hier sehr speziell ist, mit dem, was hier liegt, könnt ihr echt so emotionale Blockaden, die man mitschleppt, wo man immer wieder denkt, das wird ja nie was, oder vielleicht auch so Glaubenssätze total ad acta legen. Des Weiteren sind hier begünstigt alle Augenblicke für diejenigen, die Neubeginne in der Liebe, in Partnerschaften haben, wo so eine regenerierende Energie ist, ja, wo die Sonne im Herzen wieder aufgeht, wo man auch vielleicht an Emotionen gearbeitet hat, auch die zahlen sich hier aus. Es ist sozusagen so eine Ernte für alles, was man sich erarbeitet hat persönlich. Was hier wichtig ist, also das legt sich hier sehr zentral bei allen Themen, die ich nenne, ist, dass tatsächlich durch dieses, was hier ganz günstig liegt mit der Sonne, ne, das ist die Liebe, die Arbeit,
Wir haben hier noch den Stern dabei, es sind alle spirituellen Karten dabei. Es ist tatsächlich so, dass du hier eine größere Erfahrung machst im Jetzt, die dir tatsächlich ermöglicht, so diesen Schlüsselmoment zu haben, wo du dann sagst, okay, jetzt habe ich es verstanden. Die Partnerschaften sind jetzt speziell hier auch ganz super. Hier haben wir das Gegenüber, man kann neu aufeinander zugehen, man hat die guten Bedingungen, den Stern auf der Liebe, auf dem Ring. Natürlich gilt es auch für alle verbindlichen Sachen, Verträge und so weiter. Und es scheint mir auch so, dass man in der Partnerschaft irgendwie einen bestimmten Schatten überwunden hat. Wenn du Single bist, gilt das natürlich genauso, denn es kommt ja immer drauf an, welche Einstellung hat man dann zur Partnerschaft. Ja, hier ist es so, dass möglicherweise hier die Vergangenheit nochmal anklopft und du nochmal überprüfen kannst, wie weit bin ich. Das ist hier auch gemeint mit diesen Schatten, die hier liegen, mit den größeren Prozessen, die man Leben nennt, Lernen am Leben. Und es geht dabei auch um einen ganz bestimmten Punkt, der heißt so Ängste und Unsicherheiten überwinden. Ruhig bleiben, auch wenn man gerade nicht so den Überblick hat, denn hier kommt natürlich hier dieser Moment, dieser Schlüsselmoment und der kommt plötzlich überraschend und vielleicht auch aus einer Ecke, wo du nicht damit rechnest. Hier geht es um Selbstzweifel, Vertrauen, die Umgebung, Entscheidungen, die mit deiner Umgebung zu tun haben, die sehr klärende Energie mitbringen. Hier besteht außerdem die Möglichkeit, einen Konflikt zu lösen, den man im Umfeld hat. Das können Diskussionen sein, das kann sein, dass du für mehr Harmonie organisierst oder dass du dich für mehr Harmonie einsetzt bei dir. Also du machst dir dein Außen schön. Allerdings habe ich hier, was das Thema Haus, Häuslichkeit, Wohnung betrifft, vielleicht mehrere Optionen, die in Frage kommen, wo man noch so ein bisschen diskutieren muss. Aber natürlich hier mit dem Klee, Kleinigkeit, kurzer Weg, kurze Aufregung. Und auch der Möglichkeiten viele. Ne? Das ist jetzt hier nicht nur eine Chance, sondern da gibt es viele Optionen, die du wählen kannst. Und ich sehe eher, dass hier so die Schnitte sind, die man macht. Solltest du hier irgendwelche Themen mit den Finanzen haben, die mit dem Thema Haus, Häuslichkeit, Wohnung, Umgebung, Umfeld zu tun haben oder aber mit den Behörden, sieht man hier die gute Entscheidung, den kleineren Geldbereich begünstigt. Und es ist an sich so viel, ein bisschen Thema Geld, viel kommt in Fahrt, viel ist in Bewegung, viel, wo vielleicht auch so eine gewisse Unruhe mitbringt. Und ja, das ist ja ganz wunderbar. Unten hier an der Wurzel haben wir jetzt das Karma-Kreuz liegen und die Maus nagt hier die Verstrickungen weg. Das ist das, was man hier schon so schön gesehen hat, ne? Hier geht es um einen größeren Brocken, hier geht es um sehr viel Emotion, Emotionalität, hier geht es darum, verstanden zu werden, unsichere Zeiten auszuhalten, sich in diesen Bereichen, wo man schon lange dran ist, wo man viel getan hat, hier die Ernte abzuholen. Gute Energie liegt hier am besten am Beruf, in der Liebe und kleinere Glücksenergie am Geld. Denk dran, dass ich hier gesagt habe, es kommt ein Schlüsselmoment, der geht über das Thema Kommunikation. Also lausche, hör genau hin, lies zwischen den Zeilen. Hier findest du irgendwie eine Antwort für dich, ne? Außerdem ist es auch so eine Zeit im Jetzt, wo man sehr gut Verluste verarbeiten kann. Wir schauen mal, welche Pflanze hier noch mitgeht für diese Legung. Na, das sind mir zu viele. Die Kornblume.
Betrachte die Dinge mit den Augen der Liebe und aus einer höheren Perspektive. Die Kornblume bringt Klarheit in die Gedanken und erhält die Sehkraft. Das heißt, wir erkennen einfach deutlicher, was hier in verschiedenen Bereichen Sache ist. Und wir verstehen auch, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Diese ewige Frage nach dem Warum ist halt auch immer sehr nervend, ne? Weil am Ende bringt sie dir manchmal zu dem Zeitpunkt, wo du fragst, keine Antwort mit. Dann schauen wir noch das Krafttier, das diese Legung begleitet. Und da haben wir die Eidechse. Es geht um das Thema Regeneration. Ja, und das passt eigentlich auch wunderbar, denn hier können alte Wunden, seelische Verletzungen ihren Frieden finden. Hatten wir ja hier an das, was wir arbeiten, kommt hier die Belohnung. Es kündigt sich eine besondere Segnung für dich an. Und das ist so ein Moment, da lässt man auch geschehen, ne? Da legt man das Schwert nieder, da ist es okay, da kann man einen Knopf dahinter machen. Und wenn die Eidechse kommt, zeigt sie dir auch so Wunden an in den Punkten, wo du dich klein gefühlt hast, minderwertig, wo wir uns nicht trauen oder uns kleiner stellen und ja, wo wir einfach auch nicht dieses Selbst, nenne es Selbstliebe oder so haben, wo wir sagen, okay, ja, ich bin's, ne? Mit all dem, was ich bin, bin ich's. Und es geht ein bisschen auch um Urteile, die wir uns zukommen lassen oder die andere uns gegeben haben. Denk mal dran, jemand hat irgendwas gesagt, was dich verletzt hat, das weißt du heute noch. Und du darfst ja ein bisschen aus deiner Dunkelheit raus in die Sonne kriechen, dich regenerieren, dich wieder anschließen. Hier geht es auch darum, dass man die Anbindung spürt ins Leben, das Vertrauen, ne? Dass man Urteile schmelzen lässt von der Sonne, in die wir uns begeben, dass wir verstehen, Frieden finden und auch ergänzen können, wo uns etwas fehlt. Mit der Eidechse kommt eine große Chance und ein großer Segen auch irgendwo, denn hier geht es darum, dass das Jetzt sehr wichtig ist und dass man jetzt versteht, warum die Dinge sind, wie sie sind, und das ist hier dann die gelernte Lektion. Also sind wir mit der 7 aus der Numerologie, die vorausgesprungen ist, sehr gut bedient, ne? Okay, ihr Lieben, ich drücke euch. Schönen Abend noch und bis bald.